Hallo zusammen! Mein Name ist Katharina und ich bin 28 Jahre alt. Ursprünglich komme ich aus der Ukraine. Aber vor 4 Jahren habe ich den großen Schritt gewagt und bin nach Hamburg gezogen. Schon als Teenager war mein größter Traum, Krankenschwester zu werden. Ich wollte immer Menschen helfen, besonders Kindern. Und diese Leidenschaft hat mich mein ganzes Leben begleitet. In der Schule habe ich deshalb angefangen, Deutsch zu lernen. Es war eine Herausforderung, aber ich habe mich durchgebissen und schließlich mein B2-Zertifikat erhalten. Mit diesem Zertifikat in der Tasche war ich bereit für den nächsten Schritt, die Ausbildung zur Krankenschwester in Deutschland. Der Umzug nach Hamburg war aufregend und gleichzeitig beängstigend. Die ersten Wochen waren besonders hart, da ich mich an eine neue Kultur, eine neue Sprache und ein völlig neues Leben gewöhnen musste. Aber die Stadt hat mich herzlich aufgenommen und ich habe schnell neue Freunde gefunden, die mir sehr geholfen haben. Die Ausbildung zur Krankenschwester war intensiv. Die Tage waren lang und manchmal fühlte ich mich völlig erschöpft. Aber ich wusste, dass ich auf dem richtigen Weg war. Besonders die praktischen Einsätze in verschiedenen Abteilungen waren wertvoll. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Schicht im Krankenhaus. Ich war so nervös, aber gleichzeitig auch sehr gespannt. Mit der Zeit wurde ich immer sicherer und habe viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Hamburg selbst ist eine wunderbare Stadt. Ich habe es genossen, nach den anstrengenden Tagen die Stadt zu erkunden. Die Spaziergänge an der Elbe und die Besuche in den vielen Cafés und kleinen Läden haben mir geholfen, mich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Nach meiner Ausbildung habe ich eine Stelle als Kinderkrankenschwester in einem Krankenhaus in Berlin bekommen. Die Arbeit mit Kindern ist einfach unglaublich erfüllend. Jeden Tag bringe ich ein Lächeln auf die Gesichter der kleinen Patienten und helfe ihnen, wieder gesund zu werden. Es gibt nichts Schöneres, als das Lachen eines Kindes zu hören, dem man geholfen hat. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist die an einen kleinen Jungen namens Max. Max war erst 5 Jahre alt und musste wegen einer schweren Erkrankung lange im Krankenhaus bleiben. Eines Tages, als ich ihm gerade beim Frühstück half, sagte er zu mir: Katharina, du bist so hübsch. Ich möchte dich heiraten, wenn ich groß bin. Ich konnte nicht anders als zu lachen und antwortete: Natürlich, Max, warum nicht? Er strahlte mich an und sagte: Versprochen? Solche Momente machen meine Arbeit so besonders und wertvoll. Natürlich gab es auch viele Herausforderungen auf meinem Weg. Die Arbeit als Krankenschwester ist nicht immer einfach. Man muss oft schnell und unter Druck arbeiten und es gibt Tage, an denen man emotional stark belastet wird. Aber trotz all dieser Herausforderungen liebe ich meinen Beruf. Ich weiß, dass ich jeden Tag etwas Gutes tue und das Leben der Menschen ein wenig besser mache. Der Weg, den ich gegangen bin, war nicht immer einfach, aber es hat sich gelohnt. Ich bin dankbar für jede Erfahrung und freue mich auf die Zukunft. Meine Geschichte zeigt, dass mit Leidenschaft und Hingabe alles möglich ist. Bleibt dran und folgt euren Träumen, egal wie schwer der Weg sein mag. Die Leidenschaft. Ihre Leidenschaft für Musik ist offensichtlich. Das Zertifikat. Er hat das Zertifikat nach dem Kurs erhalten. Die Abteilung. Sie arbeitet in der Pflegeabteilung. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus ist modern ausgestattet. Das Gesicht. Ihr Gesicht strahlt vor Freude. Der Patient. Der Patient erholt sich langsam. Die Erinnerung. Diese Erinnerung bleibt für immer. Die Erkrankung. Die Erkrankung macht ihn müde. Das Versprechen. Er hielt sein Versprechen. Der Druck. Der Druck bei der Arbeit ist hoch. Die Hingabe. Die Hingabe der Ärzte rettete viele Leben. Erschöpft.
Nach dem langen Tag war er erschöpft. Wertvoll. Diese Erfahrung war sehr wertvoll. Erfüllend. Die Arbeit im Krankenhaus ist erfüllend. Belastet. Er fühlt sich durch die Arbeit belastet. Begleiten. Er wird mich zum Bahnhof begleiten. Sich durchbeißen. Trotz Schwierigkeiten hat sie sich durchgebissen. Aufnehmen. Das Krankenhaus wird neue Patienten aufnehmen. Heiraten. Sie werden nächstes Jahr heiraten. Sich lohnen. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Folgen. Er folgt den Anweisungen genau. Hallo zusammen. Mein Name ist Katharina und ich bin 28 Jahre alt. Ursprünglich komme ich aus der Ukraine. Hallo zusammen. Mein Name ist Katharina und ich bin 28 Jahre alt. Ursprünglich komme ich aus der Ukraine. Aber vor 4 Jahren habe ich den großen Schritt gewagt und bin nach Hamburg gezogen. Aber vor 4 Jahren habe ich den großen Schritt gewagt und bin nach Hamburg gezogen. Schon als Teenager war mein größter Traum, Krankenschwester zu werden. Schon als Teenager war mein größter Traum, Krankenschwester zu werden. Ich wollte immer Menschen helfen, besonders Kindern, und diese Leidenschaft hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ich wollte immer Menschen helfen, besonders Kindern, und diese Leidenschaft hat mich mein ganzes Leben begleitet. In der Schule habe ich deshalb angefangen, Deutsch zu lernen. In der Schule habe ich deshalb angefangen, Deutsch zu lernen. Es war eine Herausforderung, aber ich habe mich durchgebissen und schließlich mein B2-Zertifikat erhalten. Es war eine Herausforderung, aber ich habe mich durchgebissen und schließlich mein B2-Zertifikat erhalten. Mit diesem Zertifikat in der Tasche war ich bereit für den nächsten Schritt. Mit diesem Zertifikat in der Tasche war ich bereit für den nächsten Schritt. Die Ausbildung zur Krankenschwester in Deutschland. Die Ausbildung zur Krankenschwester in Deutschland. Der Umzug nach Hamburg war aufregend und gleichzeitig beängstigend. Der Umzug nach Hamburg war aufregend und gleichzeitig beängstigend. Die ersten Wochen waren besonders hart, da ich mich an eine neue Kultur, eine neue Sprache und ein völlig neues Leben gewöhnen musste. Die ersten Wochen waren besonders hart, da ich mich an eine neue Kultur, eine neue Sprache und ein völlig neues Leben gewöhnen musste. Aber die Stadt hat mich herzlich aufgenommen und ich habe schnell neue Freunde gefunden, die mir sehr geholfen haben. Aber die Stadt hat mich herzlich aufgenommen und ich habe schnell neue Freunde gefunden, die mir sehr geholfen haben. Die Ausbildung zur Krankenschwester war intensiv. Die Ausbildung zur Krankenschwester war intensiv. Die Tage waren lang und manchmal fühlte ich mich völlig erschöpft. Die Tage waren lang und manchmal fühlte ich mich völlig erschöpft. Aber ich wusste, dass ich auf dem richtigen Weg war. Aber ich wusste, dass ich auf dem richtigen Weg war. Besonders die praktischen Einsätze in verschiedenen Abteilungen waren wertvoll. Besonders die praktischen Einsätze in verschiedenen Abteilungen waren wertvoll. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Schicht im Krankenhaus. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Schicht im Krankenhaus. Ich war so nervös, aber gleichzeitig auch sehr gespannt. Ich war so nervös, aber gleichzeitig auch sehr gespannt. Mit der Zeit wurde ich immer sicherer und habe viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Mit der Zeit wurde ich immer sicherer und habe viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Hamburg selbst ist eine wunderbare Stadt. Ich habe es genossen, nach den anstrengenden Tagen die Stadt zu erkunden. Hamburg selbst ist eine wunderbare Stadt. Ich habe es genossen, nach den anstrengenden Tagen die Stadt zu erkunden.
Die Spaziergänge an der Elbe und die Besuche in den vielen Cafés und kleinen Läden haben mir geholfen, mich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Die Spaziergänge an der Elbe und die Besuche in den vielen Cafés und kleinen Läden haben mir geholfen, mich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Nach meiner Ausbildung habe ich eine Stelle als Kinderkrankenschwester in einem Krankenhaus in Berlin bekommen. Nach meiner Ausbildung habe ich eine Stelle als Kinderkrankenschwester in einem Krankenhaus in Berlin bekommen. Die Arbeit mit Kindern ist einfach unglaublich erfüllend. Die Arbeit mit Kindern ist einfach unglaublich erfüllend. Jeden Tag bringe ich ein Lächeln auf die Gesichter der kleinen Patienten und helfe ihnen, wieder gesund zu werden. Jeden Tag bringe ich ein Lächeln auf die Gesichter der kleinen Patienten und helfe ihnen, wieder gesund zu werden. Es gibt nichts Schöneres, als das Lachen eines Kindes zu hören, dem man geholfen hat. Es gibt nichts Schöneres, als das Lachen eines Kindes zu hören, dem man geholfen hat. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist die an einen kleinen Jungen namens Max. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist die an einen kleinen Jungen namens Max. Max war erst 5 Jahre alt und musste wegen einer schweren Erkrankung lange im Krankenhaus bleiben. Max war erst 5 Jahre alt und musste wegen einer schweren Erkrankung lange im Krankenhaus bleiben. Eines Tages, als ich ihm gerade beim Frühstück half, sagte er zu mir: Eines Tages, als ich ihm gerade beim Frühstück half, sagte er zu mir: Katharina, du bist so hübsch. Ich möchte dich heiraten, wenn ich groß bin. Katharina, du bist so hübsch. Ich möchte dich heiraten, wenn ich groß bin. Ich konnte nicht anders als zu lachen und antwortete: Natürlich, Max, warum nicht? Er strahlte mich an und sagte: Versprochen? Ich konnte nicht anders als zu lachen und antwortete: Natürlich, Max, warum nicht? Er strahlte mich an und sagte: Versprochen? Solche Momente machen meine Arbeit so besonders und wertvoll. Solche Momente machen meine Arbeit so besonders und wertvoll. Natürlich gab es auch viele Herausforderungen auf meinem Weg. Natürlich gab es auch viele Herausforderungen auf meinem Weg. Die Arbeit als Krankenschwester ist nicht immer einfach. Die Arbeit als Krankenschwester ist nicht immer einfach. Man muss oft schnell und unter Druck arbeiten. Man muss oft schnell und unter Druck arbeiten. Und es gibt Tage, an denen man emotional stark belastet wird. Und es gibt Tage, an denen man emotional stark belastet wird. Aber trotz all dieser Herausforderungen liebe ich meinen Beruf. Aber trotz all dieser Herausforderungen liebe ich meinen Beruf. Ich weiß, dass ich jeden Tag etwas Gutes tue und das Leben der Menschen ein wenig besser mache. Ich weiß, dass ich jeden Tag etwas Gutes tue und das Leben der Menschen ein wenig besser mache. Der Weg, den ich gegangen bin, war nicht immer einfach, aber es hat sich gelohnt. Der Weg, den ich gegangen bin, war nicht immer einfach, aber es hat sich gelohnt. Ich bin dankbar für jede Erfahrung und freue mich auf die Zukunft. Ich bin dankbar für jede Erfahrung und freue mich auf die Zukunft. Meine Geschichte zeigt, dass mit Leidenschaft und Hingabe alles möglich ist. Meine Geschichte zeigt, dass mit Leidenschaft und Hingabe alles möglich ist. Bleibt dran und folgt euren Träumen, egal wie schwer der Weg sein mag. Bleibt dran und folgt euren Träumen, egal wie schwer der Weg sein mag.